Hallo, mein Name ist Sophie. Ich komme aus Deutschland und ich bin eine zertifizierte Deutschlehrerin hier bei Home Studies. Aber nicht nur das, denn ich bin auch Goethe-Expertin. Und deshalb zeige ich euch heute, welche Veränderungen es bei dem Goethe-Zertifikat C1 gegeben hat. Viel Spaß beim Video. Okay, wir schauen uns jetzt die Veränderungen in dem Goethe-Zertifikat C1 an. Was ist also neu? Der Aufbau des Zertifikats ist immer noch gleich. Das bedeutet, das Zertifikat besteht immer noch aus 4 großen Modulen und die Module sind Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Neu ist, dass die Teile individuell oder zusammen abgelegt werden können. Außerdem könnt ihr, wenn ihr einen Teil nicht besteht, diesen Teil jederzeit wiederholen. Und zuletzt, wann besteht man denn überhaupt? Es gibt 100 Punkte bei allen Teilen und man hat immer mit mindestens 60 Punkten bestanden. Jetzt zeige ich euch, welche Veränderungen es in den Teilen Lesen und Hören gegeben hat. Denn das sind die Module, die wirklich am meisten modifiziert wurden. Das Modul 1, Lesen, besteht aus 4 Texten und heute zeige ich euch, welche Textsorten diese Texte sind und auch, welche Aufgaben zu diesen Texten gehören. Ich zeige euch Aufgaben aus dem Goethe C1 Übungssatz. Und wir starten also direkt mit dem Text, mit dem Lesetext Nummer 1. Für diesen Text habt ihr circa 10 Minuten Zeit und es handelt sich dabei um einen informativen oder populärwissenschaftlichen Artikel. Was bedeutet dieses Wort populärwissenschaftlich? Das heißt, dass es ein Artikel ist, der sich um ein wissenschaftliches Thema dreht, der ein wissenschaftliches Thema behandelt, aber so geschrieben ist, dass ihn ein breites Publikum verstehen kann. Das bedeutet, dieser Text ist nicht zu fachspezifisch geschrieben, sodass nur Experten und Expertinnen aus diesem Bereich den Text verstehen können, sondern ein großes Publikum, ja eine breite Masse kann diesen Text verstehen. Und in dem Goethe C1 Übungssatz ist das ein Beispiel, und zwar geht es hier um einen Artikel und der Artikel handelt von Stadttours. In Deutschland werden jeden Tag neue Start-ups gegründet. Und ihr seht hier einen Ausschnitt aus dem Text und die Aufgabe ist nun, dass ihr die Lücken dieses Textes füllt. Mit was füllen wir die Lücken? Mit diesen Vokabeln, mit diesen Wörtern. Und zwar müsst ihr entscheiden bei Lücke Nummer 1, ich kann nochmal zurückgehen, hier ist die Lücke Nummer 1 und ihr müsst jetzt entscheiden, welches dieser 4 Wörter am besten in die Lücke passt, so dass der komplette Satz sinnvoll ist, dass er klar ist. Wichtig ist hier natürlich zum einen der Wortschatz und dass ihr diesen Wortschatz auch in den Kontext richtig einsortieren könnt, okay? Dafür ist es immer hilfreich zu sehen, was steht eigentlich vor meiner Lücke und was steht nach meiner Lücke. Und wie kann ich diese beiden Elemente mit diesen Vokabeln verbinden? Was passt also hier am besten, um einen sinnvollen Satz zu erstellen? Als nächstes kommen wir zu Text 2, Lesetext 2. Für diesen Text habt ihr 20 Minuten Zeit und das ist ein Zeitschriftenartikel, der sehr viele Informationen hat. Das bedeutet, dass ihr diesen Text lesen müsst und anschließend natürlich wieder Aufgaben dazu lösen. Und ihr seht, das ist nur der Anfang des Texts und hier
gibt es schon sehr viel Text. Ja, wir sehen sehr viel schwarz. Es gibt also sehr viele Informationen. Die Aufgabe ist hier, dass ihr entweder diese Aussage einfach vervollständigt, also was passt hier am besten, oder auf diese Frage antwortet, indem ihr A, B oder C, also im Multiple-Choice-Format, die richtige Antwort einfach auswählt. Text 3 ist ein Kommentar oder eine Reportage. Hierfür habt ihr auch 20 Minuten Zeit. Und in unserem Übungssatz ist es hier ein Kommentar aus einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift. Und hier müssen wir auch wieder entscheiden, ähnlich wie bei Text 1, was in diese Lücken passt. Natürlich ist Text 3 nicht ganz so einfach wie Text 1, denn die Lücken müssen diesmal nicht mit einzelnen Wörtern befüllt werden, sondern mit kompletten Aussagen. Wichtig ist hier also, dass wir absolut unbedingt lesen, was vor unserer Lücke steht und welcher ganze Satz nach unserer Lücke steht. Und wir dann entscheiden, welche Aussage in die Mitte passt. Also wie werden jetzt nicht mehr nur ein ganzer Satz, 2 Satzteile miteinander verbunden, sondern ganze Inhalte, ein ganzer Kontext. Wie wird dieser Satz und wie wird dieser Satz mit einem anderen Satz verbunden, sodass es ein großes Ganzes ergibt, ja? Und hier ist es auch so, das ist ein bisschen tricky vielleicht, dass 2 dieser Sätze, die ihr auswählen müsst, überhaupt nicht passen. Okay? Und so ist es auch bei unserem letzten Lesetext. Ja? Für den habt ihr 15 Minuten Zeit und es sind 3 kurze Beiträge von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und auch hier sieht es so ähnlich aus wie bei Text 3. Das heißt, hier gibt es wieder Aussagen und ihr müsst entscheiden, welcher Wissenschaftler, welche Wissenschaftlerin welche Aussage sagt. Und auch hier, das sehen wir in der Aufgabenstellung, 2 Aussagen passen nicht. Und die Texte sehen so aus, ihr habt also hier einen Text A von Hella Brückner, Professorin für Wirtschaftspsychologie. Das heißt, das ist unsere erste Wissenschaftlerin. Dann gibt es noch Text B und Text C von 2 weiteren. Und ihr müsst entscheiden, welcher Text zu welcher Aussage passt. Ja, also welcher Experte, welche Expertin sagt diese Sachen. Und damit ist das Modul 1 auch schon komplett erklärt. Wir machen direkt weiter mit Modul 2, Hören. Bei dem Modul 2 ist es nun auch so, dass ihr 4 Hörtexte habt, zu denen ihr Aufgaben lösen müsst. Und wir starten direkt mit dem Hörtext 1. Der Hörtext 1 ist ein Podcast oder eine Radiosendung. Und wenn wir uns jetzt das Beispiel aus dem Modellsatz Hören anschauen, dann sehen wir, dass es ein Podcast über neue Bücher ist. Und hier müssen wir auswählen, auf welches Buch diese Aussagen zutreffen. Buch 1, Buch 2 oder Buch 3. Ihr seht im Beispiel, das Buch ist ein fiktionales Werk und das ist also das Buch 1. Das heißt, ihr müsst genau hören und entscheiden, ist es Buch 1, Buch 2 oder Buch 3, das hier zu dieser Aussage passt. Als nächstes bekommt ihr ein Interview. Das dürft ihr sogar 2-mal hören. Und das Interview ist hier in diesem Fall ein Radiointerview mit einer Persönlichkeit aus der Wissenschaft. Und auch hier müsst ihr per Multiple Choice wieder die richtige Lösung finden. Und was müssen wir hier finden? Wir müssen entscheiden, ob die Aussage richtig ist, falsch oder ob nichts zu der Aussage gesagt wird. Als nächstes Text 3, den wir auch einmal hören. Und hier ist das vielleicht besonders schwierig, denn es ist ein Gespräch zwischen 3 Personen. Okay? Es kann manchmal sehr schwierig sein, denn vielleicht hören wir nicht,
welche Stimme zu welcher Person gehört. Und die Aufgabe ist hier, dass wir den Text oder beziehungsweise das Gespräch in Abschnitten hören. Und ihr habt zwischen jedem Abschnitt 30 Sekunden Zeit, um die Aufgaben zu lesen. Das bedeutet, es gibt 4 Abschnitte. Und ein Abschnitt sind immer 2 Aufgaben. Also in diesem Fall Aufgabe 16 und Aufgabe 17. Ihr habt 30 Sekunden Zeit, lest die Aufgabe, hört und müsst dann entscheiden, welche Aussage hier richtig ist. Also was passt zu diesem Satz, damit wir ihn vervollständigen können. Und danach folgt also 18 und 19. Ihr habt wieder 30 Sekunden Zeit, lest, hört und entscheidet. Und dann kommen wir auch schon zu Hören Text 4. Text 4 wird einmal gehört. Es ist ein Vortrag einer Expertin oder eines Experten. Und was müssen wir hier machen? Ihr seht, die Aufgabenart ist immer sehr ähnlich. Wir hören den Text hier zweimal und müssen auch wieder die richtige Aussage auswählen. Wir sind fast am Ende angekommen und ich erzähle euch noch schnell, wie die Module 3 und 4 aufgebaut sind. Allerdings gibt es hier kaum Veränderungen. Ja, was bedeutet das? Bei dem Schreibteil ist es so, dass ihr einen Diskussionsbeitrag für ein Forum verfassen müsst. Dafür habt ihr ca. 50 Minuten Zeit. Und dann gibt es noch den Text 2. Das ist eine halbformelle Antwort-E-Mail mit 4 Anhaltspunkten. Was bedeutet 4 Anhaltspunkte? In der Aufgabenstellung befinden sich 4 Aspekte, die ihr unbedingt in eure E-Mail mit aufnehmen müsst. Und dafür habt ihr 25 Minuten. Das bedeutet, für das Schreiben gibt es insgesamt 75 Minuten Zeit. Und dann ist der letzte Teil das Modul 4 und da kommt es dann zum Sprechen. Und was wird gesprochen? Ihr müsst einen 7-minütigen Vortrag halten zu einem bestimmten Thema. Das heißt, 7 Minuten sprecht ihr. Hier gibt es eine kleine Änderung, denn bis vor kurzem hattet ihr nur 3 bis 4 Minuten. Jetzt habt ihr sogar 7. Und im zweiten Teil ist es eine Diskussion zu einem bestimmten Thema. Hier habt ihr allerdings nur noch 5 Minuten statt 6 Minuten. Ich hoffe, dass euch die Präsentation und das Video dabei geholfen hat, euch besser auf die Prüfung vorzubereiten. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und drücke euch die Daumen. Bis bald!